Stell dir vor, du bist in einem Survival-Szenario und du brauchst dringend Protein. Und nun hast du vielleicht sogar das Glück, etwas Schnur und 2 Haken dabei zu haben. Selbstverständlich liegt dann nichts näher, als sich durch primitives Survival-Angeln auf die Fischjagd zu begeben. Und alles, was sonst immer so wunderbar geklappt hat in Richtung Köderbeschaffung, auch wenn du es vielleicht oft gar nicht wolltest. Ja, auf einmal, du hast gefühlt 50 Steine umgedreht, kein Wurm. Du hast in 10 verrotteten Bäumen rumgestochert mit deinem Survival-Messer, rumgehebelt, rumgebrochen. Keine Made, keine Assel, nichts. Null, niente, gar nichts. Sprich, keinen Köder. Vielleicht denkst du jetzt auch, das ist eine völlig unrealistische Situation und ich werde immer Würmer oder irgendeinen Köder finden. Okay, dann erinnere ich aber an dieser Stelle ganz gerne an Seven vs. Wild Staffel 1 und folgende Szene. Ich bin gerade seit einer halben Stunde auf Ködersuche. Habe jetzt hier mal den Stein rausgeholt. Und normalerweise, wenn man sowas hier hochnimmt, kreucht und fleucht darunter alles. Also da sind dann überall Würmer und Kellerasse und keine Ahnung was. Aber hier ist einfach nichts. Ich war jetzt schon da oben. Ich war hier unten am Wasser an 2 verschiedenen Stellen. Ich habe jetzt schon 5, 6 Stellen so ein bisschen aufgewühlt. In verschiedenen Höhenlagen. Mal Bäume, mal Steine. Aber bisher nichts. Wenn ich keinen Köder und keine Würmer finde, da kann ich mir das alles komplett sparen mit dem Angelset. Vor längerer Zeit bin ich im amerikanischsprachigen YouTube-Raum über einen Trick gestolpert, der angeblich super gut funktionieren soll. Und du brauchst nichts anderes außer ein Messer und einen Stock. Und ob das funktioniert, da bin ich so gespannt. Und wenn du genauso neugierig bist wie ich, dann würde ich mich freuen, wenn du dabei bleibst. Bis gleich. Aloha, hi und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen rumpeligen Buschkraft- und Outdoor-Kanal Filsebusch. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich wie immer sehr. Okay, im Vorspann wurde schon im Prinzip alles gesagt. Es geht darum, sich heute, ich nenne ihn mal, den magischen Wurmstab zu bauen. In den USA wird das massenhaft betrieben. Haltet euch fest, es soll dort sogar Meisterschaften geben. So, also, was brauchen wir dafür? Ich nenne ihn den magischen Wurmstab. Also, wir brauchen dafür einen einfachen, halbwegs geraden Ast, ungefähr so diese Länge, ungefähr so diese Stärke und noch ein zweites kleines Holz, ein kleines rundes Holz. Daraus schlitzen wir was und dann gucken wir, was passiert. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach der Hardware und schalte euch dann dazu, wenn ich alles gefunden habe, was wir brauchen. Also, bis gleich. Okay, ich habe schon was gefunden. So, hier ein Stück Nadelholz. Ich denke, es ist Fichte oder Kiefer. Ich mache es mir mal heute ein bisschen einfach. Ich habe jetzt noch meine heißgeliebte Tajima G-Saw 240 ist es, glaube ich. Die habe ich mitgebracht. Und mein geliebtes Schnitzel-Tri ist heute mal wieder dran. Habe ich einfach Lust zu gehabt, da ich in den letzten Tagen sehr, sehr viel mit dem Dropforged Survivalist rumgelaufen bin und da mal noch intensivere Teste gemacht habe. Wen das interessiert, ein fantastisches Survival-Messer. Infokarte oben, links, rechts, wenn ihr Lust habt. Ich empfehle es euch, schaut mal gerne rein, es sind 2 Teile. Okay, darum geht es jetzt aber nicht. Jetzt geht es darum, diesen Ast zu präparieren. So, erstmal hier die ganzen kleinen Knubbel weg.
glaube mal, das krumme Stück da unten, das können wir gleich schon mal wegsägen. Ja, aber wir brauchen nämlich 2 Hölzer. Mal gucken. Nein, das vordere reicht. So, machen wir mal erstmal hier. Schneiden wir es mal hier, sägen wir es mal hier ein Stückchen ab. Zack. Okay. Nehmen wir mal diese Länge. Die sollte reichen. Okay. Also, Sinn und Zweck dieser ganzen Sache ist, dass dieser magische Wurmstab, den wir uns jetzt hier bauen, der soll Grabegeräusche eines Maulwurfs imitieren. Und Regenwürmer mögen keine Maulwürmer, weil sie ihr größter Fressfeind sind. Und dann fliehen sie nach oben. Und wir können sie sammeln. So die Theorie. Oder auch so manches Praxisvideo, was ich gesehen habe. Aber ich habe nie so eins gefunden, wo man das so richtig sehen konnte. Und die wenigen Videos, die das gezeigt haben, da lege ich meine Hand für ins Feuer, 1000% KI. Und das machen wir hier nicht. Wir wollen jetzt wirklich gucken, ob das funktioniert. Erstmal werden wir den jetzt hier so ein bisschen anspitzen. Soll man nicht unbedingt machen müssen, aber mir erscheint das auch ein bisschen logischer, wenn wir den anspitzen. Das erscheint mir viel, viel logischer. Und deshalb machen wir das auch. So. Ja, das ist schon sehr morsch hier, ne? Aber ist ja völlig okay. Ich schnitze noch mal ein bisschen weiter rum. Ich nehme euch jetzt gleich mal, wir machen gleich noch den nächsten Schritt. Also, das ganze System funktioniert so. Hier vorne wird es eine Spitze geben und hier werden überall Kerben reingeschnitzt. Ich säge das mal so ein bisschen vor, damit es dann ein bisschen einfacher wird. So. Da kam eine noch. Das ist jetzt keine feste Regel für. Gucken, können wir uns das ganz einfach machen? Ne, dann machen wir nicht. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich hätte vielleicht doch ein größeres Messer mitnehmen sollen. Ne? Ich fummel mal ein bisschen rum. Bis gleich. Na super, da ist er jetzt gebrochen. Oh. Na gut, okay, komm, weiter geht's. Müssen wir vielleicht noch einen zweiten bauen. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus.
Gut, ja, ein bisschen schade, dass er jetzt hier oben, hier ist er einmal angebrochen. Aber gucken wir mal, vielleicht reicht ja auch die Länge. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich hier auf diesem Fleckchen Wald hier bin, wie hart doch teilweise so das Nadelholz doch sein kann. Auch wenn du denkst, das kann ja nur komplett schon Fritte sein. Ist aber tatsächlich nicht so. Wäre auch schönes Holz für ein Hobo. Na, jetzt ist das passiert, was ich mir gedacht habe, aber egal, dann ist das so. Gucken wir mal. Vielleicht reicht ja auch diese Länge. Ich bin nämlich total skeptisch, ob das alles überhaupt funktioniert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber so von der Theorie her macht das schon Sinn. Guck mal, eigentlich eine schöne Maserung, ne? So, gucken wir mal, das sollte vielleicht erstmal reichen. Ja, Vorteil ist, wir haben schon gleich einen zweiten Stock. Also, das System ist wie folgt. Wir werden jetzt gleich dieses Teil in den Boden bringen und dann diese Bewegung machen. Und dann sollen angeblich die Würmer nach oben geschossen kommen. So, was haltet ihr davon? Vielleicht jetzt mal auf Pause zu drücken und in die Kommentare zu schreiben, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Macht mal. Macht das mal. Das wird mich freuen. Ich bin richtig gespannt. Okay. So, da ist das Stück. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt schauen wir mal, wie es sich hier im Boden macht. Okay, ich habe den Boden hier schon mal ein bisschen bereinigt vom Blattwerk, damit wir natürlich jetzt auch die riesen Würmer, die jetzt hier gleich uns entgegenkommen, natürlich besser sehen können, ne? So, und im Prinzip muss ich sagen, so ganz so falsch lag ich mit meiner These am Anfang gar nicht, ne? Mit von wegen so, und immer wenn ihr dann Würmer braucht, genau dann findet ihr keine. Ich muss sagen, ich habe jetzt eben hier nur oberflächlich das Laub weggemacht mit den Füßen und in der Regel habe ich eigentlich dann schon Würmer gefunden, wenn man sie nicht braucht. Jetzt keiner. Und nun geht's los. Rein damit in den Boden und dann gucken wir mal. Niente. Nix. Wahrscheinlich vielleicht bin ich tief genug.
Ich grübel mal eben einen Moment. Ich war tatsächlich so naiv und habe wirklich gedacht, das könnte richtig gut hinkommen. Aber das soll jetzt alles noch gar nichts heißen. Ich muss mal ein bisschen in mich gehen, mal eben kurz. Und gucken, so ein bisschen nach Problemlösung suchen. So, Problemlösung. Gefunden habe ich sie noch nicht. Also, das ist der magische Wurmstick. Und der hört sich auch genauso an. Hört mal. Wie in diesen amerikanischen Videos. So, nun überlege ich. Hat man mir da doch ein bisschen KI reingeschummelt? Als ich diese Würmer gesehen habe? Ich weiß es nicht. Ich glaube da trotzdem noch dran. Denn es gibt tatsächlich diese Wettbewerbe und da war definitiv nichts gechincht. Da konnte man wirklich sehen, wie die Leute um die Wette die Würmer aus dem Boden getrieben haben. So, jetzt habe ich mal überlegt. Problemlösung. Ja, das Teil ist mir einmal gebrochen. Es soll eigentlich diese Länge haben. Das ist doppelt so lang. Umso mehr Vibration natürlich. Das könnte eine Problemlösung sein. Dann die Spitze, die vielleicht länger und feiner ausarbeiten, dass man noch mehr in den Boden kommt, noch tiefer in den Boden kommt. Das ist aus meiner Sicht auch ein Lösungsansatz. Und aufgrund der fortgeschrittenen Stunde werde ich das heute nicht mehr machen. Dann wird das Video elendig lang. Also, ich mache einen Zweiteiler daraus, weil das ist mir wichtig. Weil ich möchte natürlich auch nicht nur dieses Stück Boden hier ausprobieren, sondern dann gehen wir nochmal die Richtung, die ich zeige. 4000. Ja, da ist nämlich ein schöner Buchenwald. Aber der Boden hier ist auch so, der hat so eine schöne Humusschicht. Naja, ich habe gedacht, das wird hier richtig rocken. Ne? Aber Fehlanzeige gehört dazu. Jetzt gilt es, am Ball zu bleiben. Und das möchte ich. Ich will es wissen, ich will es wissen. Also, soll heißen, ich baue jetzt hier ab, fahre nach Hause, werde das Video schneiden, hochladen. Letzte Woche hat mich Montezumas Rache erwischt. Ich bin mit einer Woche im Rückstand, was den Video-Upload betrifft. So, und deshalb denke ich mir, für den, der Bock auf diese ganze Aktion hat, ist es vielleicht okay, wenn er heute schon mal diesen Teil bekommt. Und ich bleibe am Ball und das auch wirklich unmittelbar. Heißt, morgen, spätestens übermorgen, werde ich mich mal ransetzen und werde einen großen Stick bauen. Und dann geht es wieder ab in den Wald. Dann nehme ich euch wieder mit. Und dann lasst uns mal gucken, ob wir verhungern müssen oder ob wir tatsächlich noch Wurm an den Start bekommen, um so ein bisschen fischiges Protein zu erwischen. Okay? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dann auch im zweiten Teil dabei bist. Und selbstverständlich, wie immer, jedes Abo ist mir eine Ehre und eine echte Herzensangelegenheit. Ich würde mich wahnsinnig freuen, selbstverständlich auch über jeden Like und natürlich auch über jeden Kommentar. Ich werde jeden beantworten. Großes, großes Ehrenwort. Es ist mir eine Freude, wenn ich da was von euch lesen darf. Also, bis dahin, bis zum Teil 2. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Da muss ja was dran sein. Da muss was dran sein. Das will ich wissen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibt gesund, geht raus und habt eine gute Zeit. Euer Mick.